Hi, in diesem Video zeige ich euch, wie super einfach es ist, Socken zu nähen. Dazu braucht ihr nur Jersey-Stoff. Es eignen sich auch super gut Stoffreste dafür und ihr braucht ein paar aktuell passende Socken. Dann legt ihr euch das erste Stück Stoff hin, diesen faltet ihr einmal wie folgt, so dass ihr den doppellagig liegen habt und nehmt die erste Socke. Die machen wir uns jetzt hier schön ordentlich und zupfen die hier schön weit auseinander. Auch die Hacke einmal schön ordentlich. Diese falten wir uns dann einmal wie folgt, so dass die Hacke eine Rundung ergibt und legen uns diese auf den Stoff. Diese zeichnen wir uns jetzt mit 1 cm Nahtzugabe ab. Und dann ist auch schon der nächste Teil dran. Diesen legen wir uns einmal beiseite. Wir nehmen wieder einen Stoff, falten diesen wieder wie folgt und legen uns wieder die Socke drauf, aber diesmal drehen wir das Ganze einmal um. Und hier dieses Überstehende falten wir einfach nach hinten. Und auch hier wieder mit 1 cm Nahtzugabe abzeichnen. Jetzt kommt der dritte und letzte Teil. Gleiche Vorgehen, wieder ein Stück Stoff, einmal falten. Und jetzt gehen wir hin, nehmen die Socke einmal auseinander, legen uns die hier einmal komplett drauf und zeichnen einmal die komplette Socke ab. Wieder mit 1 cm Nahtzugabe. Jetzt haben wir hier 3 Teile liegen. Diese schneiden wir uns jetzt einmal alle aus. Und insgesamt haben wir jetzt 6 solcher zugeschnittenen Teile. Wir legen uns jetzt jeweils einmal die doppelten weg und nähen uns die erste Socke zusammen. Dazu legen wir das Teil wie folgt auf dieses Teil hier und nähen jetzt hier die Rundung zusammen. Wirklich nur hier das Stück, was ich gerade zeige. Das machen wir am besten mit einem dehnbaren Stich. Ich habe jetzt hier den Fake Overlock Stich genommen. So sieht das dann aus. Das wird dann die Hacke. Können wir einmal hier auseinandernehmen. Die Hacke drücke ich jetzt einmal nach außen. Lege den Stoff jetzt hier hin und lege die Hacke schön flach hin und nehme jetzt das andere Stück Stoff und nähe auch dieses einmal zusammen. Einmal hier außen rum. Auch hier mache ich wieder einen Fake Overlock Stich. Ihr könnt aber auch zum Beispiel einen einfachen Zickzackstich nehmen. So sieht das jetzt aus. Jetzt haben wir beide Socken hier einmal liegen. Ich habe jetzt natürlich die andere einmal übersprungen. Das Ganze krempeln wir uns jetzt einmal rum. Und da seht ihr schon, wie die Socke am Ende aussieht. Und jetzt gehen wir hier oben hin und falten zweimal je einen halben Zentimeter nach innen. Das Ganze auch mit der anderen Socke. Je nachdem, wie hoch ihr natürlich die Socke haben wollt, könnt ihr natürlich da mehr Stoff verwenden. Dadurch, dass ich jetzt hier Sommersocken nähe, möchte ich da jetzt nicht so hohe Bündchen haben. So, auch hier zweimal je einen halben Zentimeter nach innen umschlagen und dann nähen wir hier einmal rundum zusammen. Auch hier arbeite ich wieder mit einem Zickzackstich, mit einem dehnbaren Stich. Das Ganze natürlich auch mit der anderen Socke. Und dann sind die Socken auch schon fertig. Also wie ihr seht, es geht wirklich super einfach, ist super schnell genäht und ideal auch für Stoffreste geeignet. Ich hoffe sehr, das Video hat euch geholfen. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, dann lasst mir einfach ein Abo da.